Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video soll es um den zweiten Teil von der letzten Mix with the Master Series mit Jason Joshua gehen, und da wir uns auf meinem Kanal sehr ausführlich mit der Produktion von Vocals auseinandergesetzt haben, möchte ich euch heute mal 5 Tricks des letzten Seminars präsentieren, die Jason benutzt, um bestimmte Parts des Instrumentals besser im Mix platzieren zu können, beziehungsweise um noch bestimmte Instrumente besser herauszuarbeiten. Und das Ganze habe ich für euch natürlich wieder mit den Original-Presets aufbereitet. Ich habe für euch eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt direkt ein. Let's go! Für die erste Technik werfen wir mal einen Blick auf unsere Kick im Instrumental, und hier ist unser Ziel, eine möglichst snappy klingende Kick zu erzeugen. Das Sample, das für den Song gewählt wurde, ist aber sehr tiefenfrequenzlastig betont. Das bedeutet, wir müssen die mittleren und Höhenfrequenzen irgendwie besser herausarbeiten, dass die mehr zur Geltung kommen, beziehungsweise müssen wir irgendwie die Transienten in dem Frequenzbereich detailliert angreifen können. Und hierfür nutzt Jason Joshua den Neutron 4 Transient Shaper in 3 unterschiedlichen Frequenzbereichen, und das Preset werden wir uns jetzt mal genau in der DAW angucken und hören, wie das Ganze in unserem Beispiel klingt. Unser tiefer Frequenzbereich geht von 0 bis 110 Hertz, die Mitten gehen von 110 bis 2 Kilohertz und unsere Höhen liegen dann zwischen 2 Kilohertz und 20 Kilohertz. Und in allen 3 Frequenzbereichen wurde sowohl mit der Bearbeitung der Sustain als auch Attack gearbeitet. Das Ganze können wir ungefähr so verstehen: Die Attack beim Transienten ist der erste laute Impuls, den wir sofort wahrnehmen, wenn das Signal abgespielt wird. Und die Sustain ist der dahinterliegende Körper, der deutlich leiser ist als die Attack und eher eine gleichbleibende Lautstärke ausmacht. Wenn wir uns das mal am Beispiel der Kick anschauen, dann wäre dieser vordere Teil hier die Attack, also der laute Impuls, und alles, was dahinter liegt, wäre jetzt der Körper, unsere sogenannte Sustain. Und daraus können wir dann auch schon nehmen, welche Bearbeitung vorgenommen wurde. Durch das Absenken der Sustain wurde quasi der Körper der Kick leiser gemacht, und durch das Erhöhen der Attack dieser Erstimpuls lauter gedreht, also mehr Transienten dazugefahren, sodass wir die Kick als deutlich aggressiver und präsenter wahrnehmen. Wir hören jetzt mal in die Kick mit dem Transient Shaper rein und achten ganz besonders auf die Mitten und Höhen, wie die an Präsenz dazu gewinnen. Zusätzlich können wir bei dem Neutron Transient Shaper, sollte uns der Effekt zwar gefallen, aber vielleicht in dem Fall etwas zu viel sein, mit dem Mix-Knob hier unten arbeiten und wieder ein bisschen von dem Originalsignal dazu holen, sodass der Effekt nicht ganz so stark hörbar wird. Damit spielen wir jetzt auch nochmal rum. Also bei 70% finde ich den Effekt sogar noch ein bisschen passender. Die Kick klang vorher sehr tiefenlastig und konnte sich in den Höhen und Mitten gar nicht durchsetzen. Die klingt jetzt einfach deutlich snappier und ein bisschen erfrischender, wie ich finde. Ich spiele euch jetzt noch mal den gesamten Mix des Instrumentals an, und ihr achtet mal speziell auf die Kick. Für den zweiten Trick gucken wir uns jetzt eine Kompressionstechnik an, die Jason gerne benutzt, um den Bass besser zu kontrollieren, sollte der sich nicht gut im Mix integrieren lassen. Und hierfür habe ich uns auch mal einen Bass rausgesucht, der ganz schön scheppert und die restlichen Instrumente gut wegdrückt. Das heißt, hier wollen wir jetzt probieren, mit Kompression diesen Bass besser unter Kontrolle zu bringen. Jason nutzt dafür sein Standard-Preset im A-Kompressor von Waves, und zwar sein Jason Bass Control Preset, das eine eher längere Attack vorsieht, eine etwas kürzere Release, eine Ratio von 1,25 und ein Threshold von 25. Den passt er dann aber natürlich noch so an, dass er zwischen 5 und 6 dB Kompression kommt, und schiebt dann natürlich wieder Lautstärke zum Signal dazu, dass der Bass nicht an Volumen und Lautstärke verliert. Ziel ist es also jetzt, den Bass etwas besser zu kontrollieren, und hierfür hat Jason eine sehr schöne Methode. Und zwar sagt er, man muss dafür die Release benutzen.
Möchte ich, dass der Bass bzw. alles, was ich komprimiere, deutlich voluminöser klingt, dann nehme ich eine eher kürzere Release. Und möchte ich ein Signal im Mix kontrollieren und besser in den Mix integrieren, dann entscheide ich mich in dem Fall für eine längere Release, sodass der Kompressor deutlich länger arbeitet, bis er das Signal wieder unkomprimiert lässt. Und hier hat er in dem Beispiel eine Release von 1200 gewählt, um seinen Bass zu kontrollieren. Und das Ganze probieren wir jetzt auch mal umzusetzen. Das heißt, ich spiele euch erstmal den Bass ohne Kompressor an und dann schalte ich den Kompressor dazu und probiere den Threshold so einzustellen, dass wir eine gute Kompression erreichen. Klingt jetzt dadurch natürlich ein klein bisschen flacher. Ich bin jetzt auf 4 dB Kompression gegangen und wirkt aber dadurch nicht mehr ganz so aufdringlich. Ich schalte jetzt mal den Rest des Mixes an und ich denke, im Kontext werden wir das alles ein bisschen besser wahrnehmen können auf jeden Fall. Dafür nehme ich jetzt den Solo-Button hier weg und spiele euch jetzt mal den Gesamtmix an. Das Low-End klingt dadurch deutlich aufgeräumter, da die tiefen Frequenzen jetzt nicht mehr ganz so um die Pole Position kämpfen und der Bass etwas mehr in den Hintergrund wandert. Das ist also eine gute Technik, um ein cleanes Mixing-Ergebnis zu erzeugen. Wir machen mal weiter mit Trick Nummer 3 und da bleiben wir gleich mal auf der Bassspur, denn hier nutzt Jason Joshua zusätzlich noch Sooth 2, um Störresonanzen im tiefen Frequenzbereich des Basses wegzufiltern, sodass wir ein noch cleaneres Soundergebnis erzielen können. Das Preset für Sooth 2 hat er komplett selbst gebastelt und es gibt es leider zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht in der Preset Factory von Sooth 2, deswegen müsst ihr euch das jetzt hier mal rauskopieren. Das Ganze nennt sich Bass Chill und er benutzt die schnellsten Settings für Attack und Release und er nutzt das Hard Setting in Sooth bei einer Depth von 10. Die variiert er dann aber je nachdem, wie stark er das Signal absenken möchte. Zusätzlich benutzt er jetzt noch einen High-Cut, um sozusagen nur die tiefen Frequenzen zu bearbeiten, die er wegschneiden möchte. Den hat er jetzt in der Session auf 764 gehabt. Das Ganze variiert jetzt aber stark von dem Material, das er hat. Manchmal schiebt er den High-Cut auch bis 1,2 Kilohertz. Wir hören jetzt mal rein, wie das Ganze klingt und ich mute Sooth dann mal, während das Signal läuft. Also wir sehen schon, dass Sooth ganz gut arbeitet und so zwischen 3 und 6 dB Störresonanzen rausfiltert. Und ihr braucht natürlich jetzt so irgendeine Abhörsituation, die tiefe Frequenzen noch gut wiedergeben kann. Aber man merkt auf jeden Fall schon, dass das Signal aufgeräumter klingt. Ich schalte den Bass jetzt nochmal kurz solo, dass wir mal nur in das Basssignal reinhören können. Also, ich finde, dass der Bass dadurch irgendwie ein bisschen cleaner und aufgeräumter klingt und ich nutze das Preset jetzt schon in der dritten Session auf jeden Fall und es hat mir irgendwie immer geholfen, das Ergebnis noch ein bisschen zu verbessern. Wir machen weiter mit Tipp Nummer 4 und wechseln jetzt endlich auch mal vom Bass weg auf unseren 808-Channel und gucken uns mal Jason Joshuas Technik zum Sidechain der Kick an. Hierfür nutzt er nämlich auch wieder Sooth in einem ganz besonderen Preset und das habe ich für euch vorbereitet. Da sich die Kick und 808 sehr, sehr häufig in den Weg kommen und wir dadurch immer Frequenzen haben, die um die Pole Position kämpfen und es einfach zu Störresonanzen im Mastering führen kann,
ist es empfehlenswert, die Kick immer zu Sidechain. Das bedeutet immer, wenn die Kick spielt, soll die 808 unterdrückt werden in dem Frequenzbereich, wo die Kick eben gerade ihren Hauptfrequenzschwerpunkt hat. Und das Ganze lässt sich mit Soothe 2 super leicht abdecken. Das Preset ist wieder sehr, sehr ähnlich wie sein Bass Chill Preset. Wir haben quasi wieder das schnellste Setting für Attack und Release. Wir haben jetzt aber eine Depth von 18, also den Maximalwert, den wir in Soothe einstellen können. Das Ganze variiert ja manchmal auch wieder ein bisschen nach unten, um den Effekt wieder zu reduzieren und das Sidechain nicht ganz so stark zu machen. Ansonsten stellt er hier nichts mehr in den Frequenzschwerpunkten ein, da Soothe das ja automatisch erkennt. Ich habe jetzt also in meinem Kanal mein Sidechain aktiviert und die Kick ausgewählt, dass sobald die Kick gespielt wird, dieses Plugin hier greifen soll und die Störresonanzen unterdrücken soll. Und das wäre sozusagen unser Sidechaining-Effekt. Und das Ganze hören wir uns jetzt einmal im Mix und dann einmal separat an, wenn die Kick und die 808 nur zusammenspielen. Also soll quasi wieder dafür sorgen, dass wir ein cleanes und tightes Low-End bekommen, das nicht irgendwie eine Frequenzüberlagerung hat und dadurch Störresonanzen erzeugt. Jetzt mute ich nochmal alle anderen Instrumententeile und wir hören mal nur Kick und 808 im Zusammenspiel. Also eine absolut geniale Technik, die mit wenig Mausklicken umgesetzt ist und einfach für ein sehr, sehr cleanes Low-End sorgt in eurem Mix. Wir kommen zu Tipp Nummer 5 und hier überspringen wir jetzt alle anderen Drum-Kanäle und gehen auf den Drum-and-Bass-Kanal, auf den sozusagen Jason Joshua alle Drums, 808s, alles am Bass, was er hat, letztendlich nochmal reinroutet, also sozusagen seinen Gruppenkanal für die Drum-Instrumental-Parts. Und hier nutzt er den Standard-Clip in einem ganz besonderen Setting, um nochmal zusätzlich Saturation zu erzeugen und das gucken wir uns jetzt an. Er hat den Standard-Clip also auf seinen Drum-and-Bass-Kanal geladen und nutzt diesen im Soft-Clip Pro-Mode mit einem Saturationssetting von 10% und möchte hier die absoluten oberen Peaks der Drums ganz leicht wegklippen, um sozusagen mehr Lautstärke im Mastering erzeugen zu können, da die Dynamic Range dadurch minimalistisch beeinflusst wird. Und wir hören jetzt mal, wie das klingt, da ich finde, dass der Standardclip wirklich einen sehr, sehr geilen Effekt auf den ganzen Drums nochmal erzeugen kann. Ich mute dafür alle anderen Instrumente, dass wir mal nur die Drums hören. Also das Ganze klingt durch den Standardclip einfach einen kleinen Ticken voluminöser und mehr in sich als Einheit, wie ich finde. Und das ist ein relativ geiles Setting, was schnell gefunden ist, um vielleicht nochmal zusätzlich Volumen in die Drums und ins Low-End reinzupumpen. Und das soll es dann auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, jeder von euch konnte sich vielleicht mindestens eine Technik für seine nächste Session mitnehmen und wird die in Zukunft einfach mal häufiger probieren. Ich persönlich muss sagen, dass ich alle 5 der Techniken in meinen letzten Sessions mal benutzt habe und mit den Ergebnissen sehr, sehr zufrieden war. Also gerade die Sidechain-Technik mit Soothe 2 ist super genial, da ich einen guten Sidechain-Effekt mit sehr, sehr wenig Mausklicken umsetzen kann. Schreibt mir doch aber gerne mal in die YouTube-Kommentare, was eure Lieblingstechnik ist oder ob ihr vielleicht auch andere Wege habt, diese bestimmten Techniken umzusetzen, vielleicht auch andere Plugins verwendet. Lasst mich das auf jeden Fall mal in den YouTube-Kommentaren wissen. Ansonsten habt ihr bestimmt schon gemerkt, dass die Videos zurzeit sehr sporadisch und auch eher im 14-Tage-Zyklus erscheinen und nicht mehr wöchentlich. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich in meinem Job gerade unfassbar viel um die Ohren habe und parallel noch eine Albumproduktion bekommen habe, wo ich natürlich sehr, sehr viel Zeit und Energie reinstecke, da das wieder ein großes Projekt ist und ich das auch sehr, sehr pushen möchte mit dem Künstler, weil ich von dem Projekt überzeugt bin. Und da kommen die Videos, die ich für euch kostenlos nebenbei produziere, einfach gerade ein bisschen zu kurz. Das tut mir leid, ich probiere da in Zukunft ein bisschen mehr hinterher zu sein, aber wundert euch auf jeden Fall mal nicht, wenn es erstmal bei diesem 14-Tage-Zyklus bleibt. Falls ihr ansonsten noch Videoideen habt für vielleicht sehr, sehr kurze Formate, lasst
lasst es mich doch einfach gerne in den YouTube-Kommentaren wissen. Falls ihr vielleicht bestimmte Plugins habt, wo ihr einfach mal eine Übersicht gewinnen wollt, wie die einzusetzen sind. Wenn ich das Plugin habe, bereite ich euch gerne dazu ein Video vor. Ansonsten bleibt mir für heute nicht mehr übrig, als jedem von euch noch einen wunderschönen Restsonntag zu wünschen. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder im nächsten Video, ansonsten wieder in 14 Tagen. Bis dahin bleibt fleißig. Ich wünsche jedem von euch morgen auf jeden Fall einen richtig guten Start in die Woche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer